Ich wurde nach meinem völlig überraschend erfolgreichen Rolf-Video sehr oft darum gebeten, doch einmal zu erklären, was das überhaupt für ein Spiel ist, in dem Philipp und ich unsere Storys erzählen. Nun, der Titel beschreibt es ja eigentlich schon. Es dreht sich um den totalen Krieg. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, mich zu abonnieren und auf Twitch zu folgen. Tschüss! Na gut, ich glaube, das reicht als Erklärung nicht aus. Also schnallt euch an, wir gehen auf eine kleine Reise in die Welt von Total War, die hoffentlich die wichtigsten Fragen beantworten dürfte. Total War ist eine Spielereihe, die vom britischen Studio Creative Assembly entwickelt wird. Das Erstlingswerk trug den Namen Shogun Total War und erschien vor 18 Jahren, also im Jahr 2000. Da war ich gerade süße 4 Jahre alt und aus dem Grund kann ich gar nicht so viel zum damaligen Spielerlebnis sagen. Deswegen springen wir ein paar Jahre weiter, vorbei am 2002 erschienenen Medieval Total War hin ins Jahr 2004, denn da erschien Rome Total War. Das Spiel, in dem Rolf seine Söldner umherschickt und bei dem ich zum ersten Mal in Kontakt mit Total War kam. Wie der Titel es vermuten lässt, dreht sich das Spiel um die Eroberungszüge des Römischen Reichs im Mittelmeerraum der Antike. Das bedeutet, man wählt zu Beginn eine der 3 römischen Familien, später auch andere wichtige Völker und startet eine große Kampagne, das Kernspiel der Reihe. Es folgt ein geiles Intro für die jeweilige Fraktion. Und deshalb bin ich hier, der Anführer der Julier, um den stinkenden Galliern die römische Ordnung zu bringen. Zack, ist man auf der Kampagnenkarte und auf dieser kümmert man sich um sein Reich. Man gibt Gebäude in den Provinzen in Auftrag, passt Steuersätze an, lässt Einheiten rekrutieren, schickt seine Diplomaten zu anderen Völkern und verhandelt mit denen Handelsverträge, Bündnisse oder anderen Krams. Oder entsendet seine Generäle und ihre Armeen, um die Grenzen zu sichern. Das alles passiert rundenweise. Das bedeutet, ihr habt alle Zeit der Welt, um eure Reichsverwaltung nach euren Vorstellungen vorzunehmen. Erst wenn man auf den Runde-Beenden-Button klickt, läuft die Zeit weiter und die anderen Fraktionen sind am Zug und dürfen ihre Gebäude bauen, Einheiten rekrutieren, Diplomaten labern lassen oder ihre Armeen herumschicken. Wenn dann alle Computermitspieler ihr Zeug erledigt haben, ist einige Zeit im Spiel vergangen. Es ist also Sommer oder Winter geworden und man selbst ist wieder am Zug. Das Ganze geht munter so weiter, bis irgendwann der erste Krieg ins Haus steht und die ersten Schlachten anstehen. Denn dann passiert das, was Total War von anderen Rundenstrategiespielen wie Civilization unterscheidet. Die Schlachten laufen in Echtzeit ab. Das bedeutet, dass man nun für all seine ausgebildeten Einheiten verantwortlich ist und gegen die feindlichen Truppen ins Feld führen muss. Dabei kann man sich richtig gut anstellen und eine deutlich bessere Armee durch kluge Flankenangriffe oder andere taktische Kniffe in die Knie zwingen, oder man stellt sich richtig dumm an und lässt seine Männer oder Frauen in den Tod rennen, ohne dass es die andere Armee auch nur ansatzweise interessiert. Alle Charaktere, also Spione, Diplomaten und allen voran die Generäle, haben außerdem eigene Charakterwerte und verfügen über ein Gefolge, welches sich mit der Zeit vergrößert. Beides hat Auswirkungen auf die Effektivität der Charaktere. Ist beispielsweise ein General von Haus aus ein Angsthase, so werden seine Soldaten in der Schlacht schneller Reißaus nehmen. Diese Mischung aus Runden- und Echtzeitstrategie ist ziemlich einzigartig. Ich erinnere mich, abgesehen von King Arthur, nicht an andere Spiele, die das so handhaben, und selbst wenn, Total War ist der einsame Platzhirsch in diesem Segment. Jetzt wisst ihr eigentlich schon alles Wichtige, aber ich möchte gern noch 2 Sätze zu den Nachfolgern von Rome Total War verlieren. 2006 erschien Medieval 2 Total War und verlagerte das Geschehen, wie schon sein Namensvetter von 2002, ins mittelalterliche Europa und Nordafrika, legte in Sachen Qualität noch eine ganze Schippe drauf und ist von vielen Fans der Titel, der unbedingt einen modernen Nachfolger in Form eines Medieval 3 benötigt. Zudem sind diverse großartige Modifikationen für Medieval 2 erhältlich, allen voran natürlich die Third Age Modifikation. Detailverliebt, groß und für mich genial. 2009 machte Total War den nächsten wichtigen Schritt. Von der sogenannten Total War Engine 2 sattelte man für Empire Total War um auf die Warscape Engine, die in abgewandelter Form noch heute benutzt wird. Empire verlagert den Schauplatz in die Gebiete der Kolonialmächte des 18. Jahrhunderts. Man kämpft in Europa, Nordamerika und Afrika um die Vorherrschaft und nutzt dafür hauptsächlich Musketen, Kanonen und gezielte Kavallerieangriffe. Für diese Art der Schlachten ist die Warscape Engine konzipiert und macht ihre Sache da auch sehr gut. Dennoch wirkt Empire etwas überladen und dadurch schwerfällig. Zu viele Features sind hineingepresst. Napoleon von 2010 macht es da etwas besser, ist besser gepolished, sodass die Schlachten im Napoleonischen Krieg besser funktionieren und auch die Kampagnenkarte etwas aufgeräumter ist. Zudem ist es ab diesem Teil möglich, eine Kampagne im Koop mit einem weiteren Mitspieler zu bestreiten. 2011 wechselte die Reihe ihren Titel, denn der neue Teil hieß nicht Shogun 2 Total War, sondern Total War Shogun 2.
Der Qualität des Spiels tat das aber keinen Abbruch. Shogun 2 verschiebt den Blickpunkt von Europa nach Asien, um genauer zu sein nach Japan zur Sengoku-Zeit, also dem 15. Jahrhundert. Für mich bis heute der beste Total War Teil. Einsteigerfreundlich genug, um das Spielprinzip zu verstehen, aber auch immer noch fordernd, wodurch man hunderte Stunden spielen kann. Zudem ist es immer noch bildhübsch. Fall of the Samurai blieb in Japan, spulte aber ein paar hundert Jahre vor und lässt einen das Eindringen der Modernisierung in Japan durch den Westen erleben. Es kamen nochmal neue Features dazu und wenn man den Film Last Samurai gesehen hat, ist das beste Spiel, um die Schlachten daraus nachzustellen. 2013 war es dann soweit. Rome 2 stand in den Startlöchern und ließ die Herzen der Fans höher schlagen, wurde der Titel doch so sehr herbeigesehnt. Zumindest bis sie es dann spielen konnten. Der Release war geprägt von Bugs, Aufschreien wegen DLCs und anderen Dingen. Nach etwa einem Jahr waren die meisten Probleme beseitigt und das Spiel wurde für viele der Lieblingstitel der Reihe. Ich persönlich fand's jetzt nicht so gut. Ähnlich wie Attila, welches sich passend zum kaputten Vorgänger die Periode des Untergang Roms als Zeit vornahm, mich aber trotz der neuen Hordenmechanik nicht mehr wirklich so richtig interessierte. Die letzten beiden vollwertigen Total War Titel sind Warhammer 1 und Warhammer 2. In Zusammenarbeit mit Games Workshop hat Creative Assembly eine Umsetzung des Tabletop-Universums abgeliefert, welche durch die abgefahrenen Einheiten und Monster punktet und mich immer noch davon träumen lässt, wie geil es wäre, einen offiziellen Herr der Ringe Total War Titel zu haben. Ach, wäre das schön. Warhammer ist allerdings eine gute Alternative. Sehr einsteigerfreundlich und abwechslungsreich, der zweite Teil dann umso mehr Story getrieben, was in der Reihe auch eher eine Besonderheit ist. Warhammer soll noch einen dritten Teil bekommen, der wird bestimmt auch wieder gut, aber es wird nach 2 fiktionalen Teilen wieder Zeit für einen historischen. Und der steht mit Total War 3 Kingdoms an. Nächstes Jahr ist es soweit. China ist das Zielgebiet und ich verspreche mir da ähnlich schöne Zeiten wie mit Shogun 2. Wäre ja nicht die schlechteste Voraussetzung. Ach ja, außerdem erscheinen auch Total War Saga-Spiele, die kleinere Phasen der Geschichte beleuchten wollen. Da ich den ersten Teil Thrones of Britannia aber nicht gespielt habe, kann ich zu den Eroberungszügen der Wikinger nicht so viel sagen. Der Vollständigkeit halber wollte ich es dennoch erwähnen. Nun habt ihr einen ganz guten Überblick über die Reihe und deren einzelnen Titel. Falls ihr selbst mal einen Teil ausprobieren und mich dadurch auch noch unterstützen wollt, könnt ihr gern mal bei meinem Partner Gamesplanet vorbeischauen. Da sind alle Total War Teile zu haben und auch häufiger mal reduziert. Ansonsten gibt es die natürlich auch einfach bei Steam. Links sind in der Videobeschreibung. Das war vielleicht ein tolles Video, oder? Wenn ihr gar nicht mehr genug davon bekommt, habe ich hier noch ein paar für euch. Ach und ein Like würde mich auch erfreuen. Tschüss!